Heute geht es weiter mit meinem Besuch beim Gerold auf dem Hof Marani. Ich nehme dich heute mit auf einem Rundgang durch das ganze Gelände. Lass dich überraschen. Das ist Jupiter. Ja. Ted Simon hat in den 70er Jahren eine Reise gemacht und ein Buch geschrieben, Jupiters Reise. Ja. Und wo ich diesen Seitenwagen gesehen habe, musste ich den haben, habe den gekauft, weil Ted Simon hat im hohen Alter von 70 hat er diese Reise nochmal gemacht. Wow. Und Jupiters Träume. Mhm. Und ich habe eine große Leidenschaft für Seitenwagen. Ich weiß. Also Ja. ist absolut perfekt. Ja. Ja, das war ja so die Literatur für die Biker, das wie Easy Rider Ja. war quasi Ted Simon ein Held. Ja. Mhm. Das ist also ein Symbol dafür. Ja, und Hof Marani, Marani heißt ja im Georgischen der Weinkeller, Ja. und wir wussten ja nicht, dass Marani, das Dorf Marani, quasi so eine Bedeutung hatte Ja. oder hat für Georgien. Ja. Und wir wohnen im Dorf Marani Ja. und Hof, weil Bauernhöfe, landwirtschaftliche Betriebe, Mhm. sagt man in der Schweiz der Hof. So, dieser Container wird die Werkstätte geben. Mhm. Das Gute, alles abschließbar, und hinten wird es einen abschließbaren Vorratsraum geben. Mhm. Und das, was frontal vor dir steht, Mhm. das gibt Wohnraum. Also dieses quasi das, was zwischen den Containern ist, dieses Dreieck quasi, das ist ja ein Winkel. Da baut ihr? Das wird ein Parkplatz, dass Ja, wir aha, einfach mit okay. einem UV, wie soll ich sagen, Plane Ja. Abdecken. Netz überdecken, Ja. damit die Fahrzeuge aus der Sonne kommen Ja. und weniger Schaden nehmen. Und der Wohnraum kommt quasi hier in den ersten Container? In den Container, der da quer, Ah ja, der hintere dann. der hintere, Ja. weil dann hast du freie Sicht Ja. und hast ziemlich viel Ruhe. Ja. Da steht ein Motorrad, wieder mit Seitenwagen. Das ist Sidebike. Bis 2013 wurde das serienmäßig so produziert. Ja. Ja, das Modell heißt Zeus. Wie heißt das? Zeus. 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 Wie Herrgott. Zeus, nur mit Zeus. Der griechische Gott ja. Zeus. Ah, Zeus. Okay, gut. Dann war Zeus. das der Schweizer Dialekt. Ja. Ja. Und Da ist er dran, der Der Zeus. Hund, der hinter uns Ja. steht, liegt. Die Hündin heißt Hera, Ah. weil das ist seit 2001 quasi wird das produziert, und 2003 habe ich mir so einen Seitenwagen gekauft. Ja. Der sieht richtig schnell aus. Also von vorne beeindruckend. Autotechnologie, Damit kann man auf die Autobahn fahren. ja, aber es ist Autotechnologie im Sinn, der Motor ist auf dem Beiwagen Ach so. und ja. die Räder sind ABS gebremst, und das ist einmalig für Motorräder mit Beiwagen. Ja. Die Bremserei ist immer das Problem. Ich filme den mal von hinten. Wie schnell ist sowas? Die Frage ist nicht, wie schnell, die Frage ist, wie schnell kannst du bremsen. Okay. Also es braucht gute Bremsen. Es braucht gute Bremsen, und weil das Ja. ABS-System hat, Ja. nimmst du da einem normalen Seitenwagen mindestens bei einer Notbremse von 60 Stundenkilometer etwa 3-4 Meter ab. Oh ja. Und da ist der Motor jetzt, da hinten. Genau, das ist ein 2 Liter Vierventiler, der Peugeot Vom Peugeot. 906 Okay. GTI Oh, und der Citroën Xara haben den gleichen Motor. welche Leistung? Das sind doch weit über 100 PS, ne? 140 PS, 140 PS? Ja. schwache 200 Newton. Ja, ja, aber das ist ja auch ein leichtes Gewicht, ne? Ja, 650 Kilo. Oi, oi, oi. Mit dem Camper, der heißt Hausi,
sind wir Hausi, Ja, sind wir nach Georgien gekommen ja. und hatten nach 4 Tagen einen Totalschaden. Oberhalb von Batumi hat uns ein Ukrainer abgeschossen. Die Vorderaufhängung, Antriebsstrang, Trapez, alles kaputt auf der Fahrerseite. Und der Ukrainer hatte vielleicht für 40 Franken Schaden. Ach Gott. Ich unterstelle ihm Was heute, er ist gibt's denn? professioneller Schadenverursacher gewesen, weil wir uns auf dem Polizeiposten einigen mussten und er noch $200 gekriegt hat, Er? Oh, Ja. weil ich schuld bin. natürlich. Und hinten sind noch die Elefanten, Ja. klein und groß. Oder ja. Die sind auch aus der Schweiz. Hierher gebracht? Ja, im Container sind Oh die mein mitgereist. Ach Gott. Was ist das für ein Material? Polyester. Ach, Polyester. Ja. Der kleine ist vielleicht etwa 20, 25 Kilo, der große Ja. etwa 50, Ja. 45, 50 Kilo. Beeindruckend. Ja, gibt es da irgendeinen Sinn hinter? Hat das eine Geschichte mit den Elefanten? Ich käme jetzt nicht auf die Idee, mir Elefanten in einen Garten zu stellen. Ja, aus der Schweiz. Es hat alles einen Sinn. Ja, Sind das habe ich mir gedacht. Sind meine Lieblingstiere. Ah ja, gut. Weil das kann ich ja so nicht einfach stehen lassen. Also wir können, ihr könnt mal schauen, wenn ihr eine Herde seht von 20 Elefanten Ja. hintereinander laufen, hier über Schotter, Okay. hört ihr keinen Ton. Ah ja. Und dann könnt ihr 2 Zebras hier rüberlaufen lassen und es wird einen riesen Mais geben. Ja. Weil Elefanten, wenn sie laufen, mit dem Hinterfuß dorthin stehen, wo der Vorderfuß gestanden ist. Aha. Und mit einer hohen Präzision. Und du hörst keinen Ton, wenn die marschieren. Oh mein Gott. Also aufpassen vor Elefanten. Ja, sie haben das Faustdick hinter den Ja, Ohren. ja, ich merke das schon. Ich mache noch mal einen Schwenk hier zum Haus. Da ist es. Und das ist jetzt ein klassischer westgeorgischer Baustil. Ja. Wir haben das, also die deutsche Zeitung heißt Bild und in der Schweiz heißt es Blick und die Okay. haben einen Bericht über uns gemacht und die Aha. haben gesagt, die Bruchbude. Oh. Na, Und das ist aber böse. beim Balkon hast du links und rechts 2 Fenster mit Ornamenten. Ja. Das sind georgische Ornamente Ja. und die waren geschlossen, also das war zu, das war eine Wand. Und wir Ja. haben da auf dem Althandel, Secondhand-Handel diese Fenster gefunden, die aufbereitet, Aha. bemalt und dort eingesetzt. Aber ihr habt noch mehr gemacht, weil das Holz ist ja alles neu. Ne? Das ganze Dach habt ihr wahrscheinlich neu gemacht. Das Dach ist neu gemacht, die ganze Außenfassade, die Ja. Decken, Böden, Wände, Alles neu. Außenverputz etc. Das sehen wir nachher von innen. Okay. Oben siehst du unter dem Dachkennel, siehst du diese weißen Schindeln. Ja. Das sind insgesamt schwache 450 Schindeln, Jeder mal die wir drauf. von Hand ausgeschnitten, gebohrt, geschliffen, bemalt haben. Ui. Haben ja sonst nichts zu tun. Ja, ja, ist klar. So ein Haus macht eigentlich keine Arbeit. Ja? Und uns war es einfach wichtig, so diese georgische Machart zu Ja. erhalten. Ja. Und ihr könnt nachher auch mal, vielleicht siehst du das besser, wenn wir nach vorne marschieren, Machen diese wir, ja. Balken, wo, Ja. wo das Dach, Unterdach, siehst du diese Balken, Ja. diese wurden nur grob mit der Motorsäge ausgeschnitten und dann Gott, oh Gott. mit dem Beil von Hand Oh mein Gott. jeder einzelne geschlagen. Das war eine Meditation, eine Sinnlose. Ja, etwa knapp 5 Tage hat er Balken geschnitzt. Wahnsinn. Das hat also ein Einheimischer hier gemacht. Ja. Und habt ihr dann Ja. bestellt. Und wie seid ihr auf die Farbe gekommen? Das ist ein Petrolblau oder wie kann man das nennen? Türkis. 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 Okay. Türkis. Je nachdem wie die Sonne scheint, die Lichtverhältnisse sind, wirkt es türkis, es kann blau wirken, es kann grün wirken. Das sind ist
also viele Farben gemischt. Wir Ja. haben da tagelang Probemuster gemacht, hingestellt, welches machen wir, was für eine Farbe machen wir. Und etwas, was uns auffällt in Georgien, es muss bunt sein. Es muss Ja, das Farbe kann man so haben. sagen. In dem Sinn haben wir dann uns für das in der Kombination mit Weiß. Und jetzt sind wir gerade dran, unten den Verputz Ja, mit Kalk ja. zu bespritzen. Mhm. Das wird nachher weiß. Ah ja. Das hat etwas von dieser Villa Kunterbund von Astrid Lindgren, finde ich. Ja, Villa Kunterbund ist Villa Kunterbund, Hofmarani ist Hofmarani. Das ist halt aus meiner Die Villa Kindheit. Kunterbund steht hier Die rechts. kommt jetzt gleich, ja. Da schwenk schon mal hin. Und da seht ihr jetzt auch die Schwierigkeiten. Ja, Wir haben hier mit Flaschendeckeln ja. Ich gehe mal eben rum. ein Ornament gemacht Also- und jetzt hat man hier den falschen Leim verwendet und Oh jetzt je. löst sich das. Ja, In da. dem Sinn muss man Aha. halt immer wieder korrigieren, Sachen neu machen, verbessern, optimieren. Ja. Es ist ja auch sehr kreativ. Also es ist ja auch recycelt, ja. Ja. Das sind Dosen Ja, und da könnt ihr das ist auch- alles, was ihr getrunken habt. ja, kannst du so sagen. Das ist auch ein Prozess. Oben seht ihr die ersten Versionen. Da haben die Menschen die Dosen einfach zusammengehauen, Ja. unabhängig wie sie aussehen. Ja, Und wenn du auf die linke Seite gehst, ja. siehst du das weiße Herz. Also Coca-Cola ist nicht geeignet für diese Bauart, Ah ja. weil Coca-Cola-Dosen sehr schnell die Farbe verlieren. Das weiße Herz Ja, das neben ist ja dem unglaublich. Fenster Das ist Coca-Cola. war Coca-Cola. Ah ja, das ist ja was. Dann nehme ich doch lieber Schweppes. Und Schweppes hält sehr gut. Wir können da schnell ums Haus. Ja. Da ist auch eine Hundehütte vor. Ja, die Hundehütte wurde auch nach japanischer Art angeflammt Ja. und dann gebürstet, Ah ja. dass es Das- wetterfester Ja. wird. Und wenn du hier eine Nahaufnahme machst, Ja. siehst du, dass die Dosen in größerer Perfektion jetzt Ja. geschlagen werden, sie identisch Die aussehen. sehen identisch Und aus. hier sehen wir unterhalb von Fanta wieder Coca-Cola-Dosen. Heieiei. Und die sind jetzt etwa 4 Monate alt. Ist ja unglaublich. Ja. Oder? Ja. Das ist das Licht, was Ja. sie ausbleicht. Ne? Ja. Fanta ist stabiler. Ja, und das ist noch nicht Und das fertig, gell? gibt, oben kommt noch eine Holzplatte hin. Und dann gibt es einen Maasai-Krieger mit Speer und Kuh. Ah ja, gut. Schon gezeichnet. Ja. Hinten ist die Tomatenzucht. Hinter dem Haus. Gut, dann gehe ich da noch mal schnell hin. Haben wir das dann auch umrundet. Da wächst das ja Und ganz da gut. hat man mit sehr einfachen Mitteln ein Hochbett gemacht. Ja, Und das sind Akazienstämme, die man einfach so reingelegt hat und Ah, mit ja. Erde aufgeschüttet. ja. Schön. Das ist unsere Kuh, die Ja. hängt. Die ist schon konsumiert, ja? Da habt ihr Steak von gemacht. Ist ein sehr rares Kuhfell, Ja. Kabir. In der Schweiz Aha. wird Kabirfleisch vertrieben von Sepp Ja. Täler. Und er füttert seine Viecher, seine Kühe mit dem Biervorlauf Ach. und mit dem, was am Ende noch übrig bleibt vom Bierbrauen. Ja, ja. Und im Gegenzug liefert er ihnen das Getreide. Ja, aha. Und so ist der Kreislauf geschlossen und ich habe von ihm dieses Kuhfell mit nach Georgien genommen. Ah ja. Und ich dachte schon, es wäre eine georgische Kuh. Nee, ist eine Schweizer. Oh ja. Kleiner. Nicht so pelzig. Hier ist die Feuerküche. Ja, Die ist jetzt noch nicht ganz fertig. ja. Es sind noch Detailarbeiten zu machen. Und ist eine Kombination von orientalisch, wenn wir unten an der Mauer schauen, diese Ornamente.
Das ist etwas Buddhistisches, das sieht sehr indisch aus. Ja, die habe ich auch aus der Schweiz mitgebracht, Okay. wie die Elefanten. Ja, Auch als Polystyrol. Nee, das ist, wie sagt man, dieses Eisen, das so schwer ist. Gusseisen. Ah, ja, Das ja. ist Ah, ja. Gusseisen. Also hier, das ist der Tonne, das Runde. ja, genau. Das sieht man hier sehr oft in der Türkei, in Georgien wird Brot im Tonne Ja. gemacht. Ist aber dann gebogen, Mhm. also kugelförmig. Ja, Armenier haben das, Aserbaidschan, Kasachen, also das sieht man überall. Und Ja. der Tonne ist quasi der Pizzaofen von Georgien, Ja, ja. Armenien etc. Und daneben haben wir das Barbecue. ja. Da kann ich die Fleischspieße und Gemüsespieße machen. Also das ist noch ganz unfertig, ne? Ja. Ja. Das bleibt so. Ah ja, das bleibt so, okay. Und die Spieße und so legt ihr einfach drauf? Ja, diese 2 Steine lege ich dann vorne hin und dann Ja. kann ich die Spieße Ah, ja. drauflegen. Okay. Mhm. Ist auch gleichzeitig Windschutz. Ja. Geht. Und daneben ist der Pizzaofen. Ja. Während dem Bauen haben wir gemerkt, dass wir mit dem Platz ein bisschen Schwierigkeiten haben. Ja. Anstelle einen richtigen Pizzaofen rund Mhm. haben wir quasi einen rechteckigen längs gebaut. Und während dem Bauen haben wir dann gemerkt, ja, wir könnten ja eigentlich auch noch ein Dach drauf machen. Ja, klar. Ja. Und das, was du hier siehst, der Galgen, das ist ein alter Kerzenständer. Der Galgen. Den müssen wir noch ein bisschen anpassen. Mhm. Einen Querträger oben Mhm. hinmachen. Mhm. Und dann können wir schwere Sachen vom Tonne oder vom Grill einfach so drehen. Mhm. Okay. Ja, gute Idee. Weil wenn du Bratgut hier drin hast, feuerst du Mhm. und du kannst mit Töpfen Fleischspieße, die hängen, Ja. kannst halbes Schwein, Ziege, Schaf, Schmorgerichte, Backen, Ja. das ist alles möglich in diesem Tonne. Okay. Mhm. Auch Räuchern. Ah ja. Und da ist schon eine Pfanne und das ist für Fisch zum Grillen, ne? Ja. Mhm. Also habt ihr schon angegrillt? Nee, ne? Doch. Doch, habt ihr schon, okay. Und es war, Das ist so ein es war bisschen, eben ja. zu früh, das Ja, ja. Aha. Reis, das Zeugs. Deshalb Ja, steht das jetzt mal an der Sonne und soll trocknen. ja, Das ist die Rückseite des Pizzaofens ja. und der brauchte noch Unterstützung und da haben wir noch einen alten Kastanienstrunk gefunden, den wir da eingebaut haben. Ja, und das hält. Das wird ne? halten. Ja, ja, Das wird halten. ja. Okay, Und dieser Vorbau, den du hier siehst, dann drehe ich mich mal um. das gibt dann die Außenküche mit Gas. Ja, wow. Und hier die Wände, das ist Arbeit von Gästen, Ja, die sich hier mit Mosaik ausgetobt haben. ich gehe da mal näher ran. Was sind das? Das ist so Das ein, sind Glasflaschen. Da ja, haben uns auch wieder Gäste geholfen, weiterzumachen. ja. Aber das Ornament da unten, das ist ein Widder. Ja, das ist das Sternzeichen von Regina. Aha, okay. Also einige Widder. Und das hier ist ja auch interessant. Was sind das für Figuren? Also die Platten, die Keramikplatten sind sehr viele Seitenwagen Ja. oder G-Punkte Ja. für Gerold. Das ist dann deine Ecke? G-Punkt. Der G-Punkt, okay. Ja, Ja. das ist der Kräutergarten. Ja. Und diese Ziegel, die sind aus Tetrapack gemacht. Ach Hat Gott, man ja. einfach Tetrapack mit Beton, farbigem Beton gefüllt und getrocknet. Ah ja. Eine kleine Tetrapack-Ziegelei. Und jetzt gucke ich mal hier ins Bad. Das habt ihr auch neu? Dusche, WC kombiniert. Ja. Und wichtig ist der Spruch auf der Türe links, zu deiner linken Seite. Da. Oh, schön, auf der Schauring. Warum? Wenn du duschst Ja. und das nicht zurückstellst, hat der Nächste den Kopf gewaschen. Ah, okay.
Das ist ja der Wahnsinn, ja. Jetzt gucke ich mal schnell rein. Hier, da ist die Dusche. Ja. Ja, sieht aber gemütlich aus. Das erinnert mich so ein bisschen an einen Wohnwagen. Ja. Ne? Eine Duschwand spart ihr euch dann quasi. Ja. Ne? Und geht, ja klar. Also das ist das Flaschenhaus. Und das gibt einen Schlafraum für eine Person. Ah ja, Und wenn du reingehst ja, mach ich. und diesen Holzrahmen gleich anhebst, Den Holzrahmen da. Den Holzrahmen da. dann ist das Ein die Fenster. Aussicht, Ja. wenn du drin bist. Gucken wir mal aus dem Fenster hier auf den Brunnen. Ist ja wunderbar. Ja. Und hier am Boden ist die natürliche Klimaanlage. Die natürliche Klimaanlage. Ja. Was wird das für ein Belag? Nee, da wird das Rohr wird eingegraben und über die kalte Luft wird die heiße Luft hochgedrückt. Ja. Mhm. Und dann kannst du quasi ein normales Klima hier drin haben. Ich muss das noch mal ein bisschen fokussieren, sonst sieht man das Rohr nicht Ja. richtig. Aber stopp, Vorsicht, bring dich nicht in Gefahr. Ah ja, da ist es. Ja, Also das Rohr sorgt dann für frische Luft. Ja. Und hinten haben wir die Ruine. Ja. Das ist der Schon mal kühlste Ort jetzt. Nichts im wie Sommer. Ja. Mhm. Also auf zur Ruine in den Schatten. Da sehe ich schon die Stühle. Da kann man gut Kaffee trinken. das ist malerisch eigentlich. Entschuldigung? Malerisch. Das ist Ja. auch. Und die Stühle, die sind So. auch von hier, ja? Ne, sind auch aus der Schweiz. Ah, aus der Schweiz. Okay. Ja. Das ist der Transportschaden aus der Schweiz. Ah, Die bei uns. Und jetzt ist es Deko. Ich mache mal einen Schwenk. sind die reif? Darf ich? Ja, sicher. Ich habe es schon abgelesen. Also wenn du noch findest. Aber sie sind noch. Ja. Ja, hier sind überall so kleine Köstlichkeiten. Und das geradeaus vor dir ist das Kinderspielhaus. Und Ach, das Holzhaus. Das Kinderspielhaus. Und das wurde mit alten Balken vom Dach Mhm. wurde das gefertigt. Ja. Wir haben alle die Balken zugeschnitten, angepasst. Mhm. Also, das Haus habt ihr selber gemacht? Ja. Das gab früher nicht. Also, Nee, das haben wir mit dem, wo wir das Dach saniert haben, haben wir ja Stämme, Balken rausgenommen. Ah, Und diese Balken haben wir hier verwendet. okay. Also Recycling. Mhm. Und funktioniert auch wieder wie heißt das? Brunnen. Ja. Schau mal rein. Ist ein Fake. Scam. Die Luxus-Pferdeunterkunft. Ja, die Pferdestallung und Futterstelle. Ja. Links Geh mal ist kurz das rein. Pferd drin Ja. und rechts der Esel. Und in der Kiste hinten ist das Hundefutter. So, dann guck ich mal eben. Und wo sind die beiden? Ich zeige dir die nachher. Spazieren. Ja. Also da ist das Hundefutter. Die Pferde passen aufs Hundefutter auf. Ja, ja. Och, hier ist es kühl. Hätte ich gar nicht gedacht. So, da sind sie dann und schlafen hier. Was macht der Esel hier? Liegt hier? Nein, in der Kiste ist das Hundefutter und das Mais. Ah, Mussten wir irgendwie wegschließen. Ja, ja, Und der Esel liegt hier auf dem Stroh ja, oder steht hier im Gang. ja, Und das Pferd wird die Türe zugemacht. ja, ja. Oder? Aber es ist trocken und du siehst, es ist nicht so heiß hier Ja. drin, es ist angenehm kühl. Ja, Und das absolut. ist etwas, was sie sehr schätzen, die Viecher. Mhm, ja.
Und Mist kommt dann da durch die Luke, gell? Ja. Draußen. Ja. Zack, sehr praktisch. Weil wir das geschnitten haben, diese Bäume, Ja. haben wir den Stall abgebaut und wollten den wieder aufbauen. Und dann haben wir irgendwann beschlossen, es ist einfacher, gleich einen neuen Stall zu bauen. Und jetzt sind rechts die Enten, in der Mitte die Hühner und links ist die Kammer für Heu und Stroh. Ah ja. Saustall. Ja, früher waren Die Schweine. zwei Schweine Ja. Big Mac. Okay. Big und Mac. Das ist alles frisch angesät. Ja. Alles frisch angesät. Sonst ist das Saatgut weg. Dann wird es vernascht, ne? Von den. Nee. Es geht darum, das Gitter haben wir gesetzt, damit hier das Grün bleiben kann. Ja, aha. So, der kommt noch. Das Ja, das ist ja jetzt am Wachsen. ja. Oh mein Gott, da regt sich jemand auf. Ja, die wollen Futter. Ach so. Ja, die sind aber gut im Futter. Bar, okay, an die Theke. Das ist wahrscheinlich, weil du hier stehst. Genau. Ne? Kuchuna, Michu. Nichts passiert. Kuchuna. Da, jetzt sehe ich was. Sehe ich da ein paar Beine? Wer kommt denn da? Kuchuna. Ja, was ist los? Oh mein Gott, die ist groß schon. Ja, die ist richtig groß geworden. In dem letzten halben Jahr. Oh mein Gott. Na, Oh. Jo, was? gut im Futter. Hm? Na, Schönes Pferd. hallo. Ich muss mal kurz ein bisschen Abstand nehmen. So eine Farbe. Ja, eine schöne Farbe, ja. So gepflegt. Pflegst du den jeden Tag, das Pferd? Ja, Ja? Ja, den Esel auch. diese Er auch. hat jetzt viel Na du? schöneres Fell. Na du? Du siehst noch die alten Stellen. Ja. Ah ja, Also da am du- Hals ist noch eine du, Stelle. Was Ne? machst du? Du Bürsten. Bürsten einfach, ja. Okay. Und der Esel, wie alt ist der? Der ist circa 2 Jahre. Ach so. Mhm. Und du siehst so die braunen Stellen. Aha. Ja, Das Fell war vorher viel, viel hässlicher und er war also voller Disteln. oh je. Also voll. Ja, Und jetzt kommt das schöne Fell auch Ja, langsam, ja. er glänzt, es wird Aha. schwarz. Ja, sieht ganz anders aus, ja. Als diese Und die Flecken. Hufe waren auch in einem desaströsen Zustand. wo hast du den Esel her? Esel kommen in Georgien aus Kacheti Ja, und der war aber hier in der Nachbargemeinde. ja. Aha. Und man hat uns gesagt, er hätte nichts, also würde nichts gemacht, sei nichts gemacht. Ja, Und wir wollten ihn kastrieren und dann hat Ja. der Arzt festgestellt, dass der Esel schon kastriert ist. ach, ja. Also wurde mehr gemacht, als wir Ja. angenommen Ein haben. bisschen mehr. Ja. So. Ihr könnt nachher kommen. Wie ein Hund. Ja. So. Wunderbar. Hopp. Ah, so schönes, ja. Schönes Wie heißt Pferd, es? ja. Pelz? Das ist kein Fell. Fell. Fell, okay. Fell. Es ist aber auch sehr eigenwillig. Ja. Oh mein Gott. Also ich weiß noch, wie er
da vor einem halben Jahr an die Tür getreten hat. Ja, also In der jetzt Küche. tritt er sie ein. Ja, jetzt tritt er sie ein. Das war mein Besuch beim Gerold auf dem Hof Marani in der Nähe von Kutaisi. Hast du dir den Hof so vorgestellt? Hat dir der Hof gefallen? Lass doch einen Kommentar da. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass ein Like da und vergiss nicht, Infolium zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge verpasst. Ich wünsche dir eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal bei Ein Deutscher in Georgien. Tschüss!